Sagst du morgens auch manchmal, ich mache auf? Viele lernen das so, aber es klingt komisch. Richtig ist, ich stehe auf, ja? Das ist so ein kleiner, typischer Fehler. Heute lernst du, wie du deinen Tagesablauf natürlich beschreibst vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, für Gespräche im Alltag, und das alles auf A2-Niveau. Du kannst das sofort im Café, im Büro oder im Sprachkurs benutzen. Also, hör zu, das sind wirklich nützliche, kleine Phrasen für jeden Tag. Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia. Und ich bin Tim. Und wenn du üben willst, die Lektion ist bei Vocabli. So, direkt rein, viele verwechseln Aufwachen und Aufstehen. Aufwachen ist, wenn die Augen aufgehen. Aufstehen ist, wenn du wirklich aus dem Bett kommst. Genau. Ich sag zum Beispiel morgens, ich wache um 6:30 auf und ich stehe um 7 auf. 6:30 ist 7:30 Uhr, ne? Danach mache ich Kaffee und frühstücke kurz. Ich sage meistens, ich dusche zuerst, dann ziehe ich mich an, und dann frühstücke ich einfach, klar, ohne lange Sätze. Das reicht völlig für A2, finde ich. Wollen wir mal ein kleines Rollenspiel machen? So wie im Sprachkurs, ganz entspannt. Du fragst mich nach meinem Morgen, okay? Alles klar. Tim, wie ist dein Morgen unter der Woche? Unter der Woche stehe ich um 7 Uhr auf. Dann dusche ich, mache Kaffee und esse Müsli. Danach fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wann fährst du los? So gegen 8 Uhr. Ich arbeite dann von 9 bis 17 Uhr. In der Mittagspause esse ich meistens eine Suppe oder ein Sandwich. Klingt gesund. Und wann kommst du nach Hause? Meistens gegen 18 Uhr. Ich koche, räume ein bisschen auf und später lese ich oder schaue eine Serie. Gegen 22 Uhr gehe ich ins Bett. Sehr gut. Hör mal, da waren schon viele gute Phrasen drin, so gegen bedeutet ungefähr, also nicht genau. Von 9 bis 17 Uhr ist super klar. Und ich koche, ich räume auf einfache Verben, starke Wirkung. Ja, und noch eins, Feierabend machen. Das sagen viele in Deutschland. Das heißt, man endet mit der Arbeit. Ich sage oft so um 17:30 Uhr, ich mache jetzt Feierabend. Total praktisch. Und wenn man zu spät kommt, sagt man einfach, ich komme ein bisschen später, mein Bus hat Verspätung, oder, ich schaffe es erst um 9, erst zeigt, nicht früher, sondern später. Genau. Für den Ablauf helfen dir auch Wörter wie dann, danach, später und zum Schluss. Zum Beispiel, ich frühstücke, dann gehe ich los, danach arbeite ich und zum Schluss entspanne ich. Das klingt direkt viel flüssiger. Jetzt eine Mini-Geschichte, passend zum Abend, okay? Eine Lernende hat mal Freunde eingeladen und wollte sagen, lass uns einen Filmabend machen, aber sie hat gesagt, kommt zum Schnitzelfest. Oh nein, ernsthaft? Das ist ja herrlich. Da kamen dann alle mit Würstchen, oder wie? Ja, genau, total süß und chaotisch. Also, kleiner Tipp, für die Abendroutine sag lieber Filmabend, Spielabend oder einfach wir kochen heute Abend zusammen. Das sind sichere, einfache Wörter. Apropos sichere Wörter. Viele sind unsicher bei sie und du, besonders morgens beim Bäcker. Nimm einfach Guten Morgen. Ich hätte gern 2 Brötchen und einen Kaffee, bitte. Das passt immer, klingt freundlich und ist neutral. Und wenn du jemanden neu triffst, im Büro zum Beispiel, sag locker, Hi, ich bin Julia. Wie sieht dein Tag so aus? Oder förmlicher, Guten Tag, ich bin Julia. Wie ist Ihr Tagesablauf? So hast du beide Varianten. Kurzer Stopp, kleines Quiz, okay?
Was war nochmal der Unterschied zwischen Aufwachen und Aufstehen? Überleg kurz. Na klar, aufwachen ist Augen auf, im Bett. Aufstehen ist raus aus dem Bett. Also, erst aufwachen, dann aufstehen. Easy. Und zweite Minifrage, was heißt Feierabend machen? Genau, die Arbeit ist fertig, du hörst auf für heute. Das brauchst du jeden Tag. Weiter geht's. Viele wollen sagen, wann genau etwas passiert. Du kannst früh, spät, meistens, manchmal, selten benutzen. Zum Beispiel, ich gehe früh schlafen oder ich esse selten spät zu Abend, das reicht. Unter der Woche und am Wochenende sind auch Superwörter. Ich sage gern, unter der Woche stehe ich um 6:30 Uhr auf, am Wochenende schlafe ich aus. Ausschlafen heißt länger schlafen, bis der Körper sagt, genug. Genau. Und wenn du keine genaue Zeit weißt, sag gegen, so um oder ungefähr. Ich komme so um 8 nach Hause, wir treffen uns gegen 20 Uhr, ich laufe ungefähr 30 Minuten zur Arbeit, alles total normal. Lass uns noch ein kleines Rollenspiel machen, diesmal für den Abend. Wir planen kurz nach der Arbeit, okay? Klar. Tim, hast du heute nach der Arbeit Zeit? Ein bisschen. Ich mache so um 17:30 Uhr Feierabend. Vorher muss ich noch einkaufen, danach koche ich schnell. Wollen wir uns um 19 Uhr treffen? 19 Uhr passt. Ich komme direkt nach dem Sport. Ich trainiere bis 18 Uhr, dusche kurz, und dann bin ich da. Wir können bei mir kochen. Top. Ich bringe Gemüse und Nudeln mit. Danach schauen wir noch eine Folge von der Serie und ich fahre gegen 22 Uhr nach Hause. Perfekt. Da hast du schöne Phrasen gehört, vorher, danach, wir direkt nach, bis 18 Uhr. Mit diesen Worten klingt dein Ablauf sofort klar und freundlich. Ein häufiger Fehler ist übrigens, ich mache Sport in das Fitnessstudio. Klingt nicht gut. Sag besser, ich gehe ins Fitnessstudio oder einfach, ich trainiere am Abend. Kurz und sauber. Oder Leute sagen, ich mache meine Haare an, haha. Sag, ich föhne meine Haare oder ich mache mir die Haare, wenn du stylst. Kleine Wörter, großer Unterschied. Noch ein Tipp aus der Community, den ich echt mag, schau Kinderserien. Die Sprache ist langsam, klar, und du hörst Alltagssätze wie jetzt Zähne putzen, Zeit fürs Bett, guten Morgen. Das hilft enorm für die Routine. Ja, das ist Gold. Und wegen Essen, in Deutschland sagt man oft guten Appetit. Im Büro zur Mittagszeit hörst du auch Mahlzeit. Das ist freundlich, kurz und passt vor allem mittags. Wenn du über Arbeit sprichst, kannst du sagen, ich arbeite im Homeoffice oder ich fahre ins Büro. Nicht zu kompliziert machen. Danach kommt oft, nach der Arbeit gehe ich einkaufen oder ich hole die Kinder ab, einfache Schritte. Für den Morgen nochmal 3 Klassiker, ich mache mir einen Kaffee, ich lese kurz die Nachrichten, ich checke meine E-Mail. Du musst nicht alles erzählen, nur die wichtigsten Punkte. Das reicht völlig. Und denk dran, trennbare Verben wie aufstehen, einkaufen, Fernsehen. In der Gegenwart sagst du, ich stehe um 7 auf, ich kaufe nach der Arbeit ein, abends sehe ich fern. Das klingt sofort natürlicher. Wenn du spät dran bist, sag ruhig, sorry, ich hab verschlafen. Verschlafen heißt, zu lange geschlafen. Passiert jedem Mal, ist kein Drama. Und wenn du pünktlich sein willst, kannst du sagen, ich stelle mir den Wecker auf 6:30 Uhr. Dann vielleicht noch, ich frühstücke schnell, dann gehe ich los. Fertig. Noch ein Mini-Dialog für den Morgen im Büro, okay? Ganz kurz und realistisch. Los geht's.
Guten Morgen, Tim. Na, gut geschlafen? Morgen. Ja, ganz gut. Ich bin um 7 aufgestanden und hab schnell Kaffee gemacht. Und du? Ich war heute früh wach, schon um 6. Dann hab ich Yoga gemacht und in Ruhe gefrühstückt. Klingt stark. Ich mach heute früher Feierabend, so gegen 16:30 Uhr. Vielleicht schaffe ich danach noch den Einkauf. Gute Idee. Ich bleibe bis 17 Uhr, dann fahre ich nach Hause und koche. Okay, zurück zu den wichtigen Phrasen. Für Wege sag einfach, zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Bus fahren oder mit der Bahn fahren. Kein Stress mit komplizierten Sachen. Und wenn du Pläne absagst, bleib freundlich. Heute klappt es leider nicht. Ich muss länger arbeiten oder ich bin müde. Lass uns morgen treffen. Das ist höflich und klar. Bei Terminen hilft auch vor und nach. Vor der Arbeit trinke ich Kaffee. Nach dem Essen räume ich auf. Das sind super Bausteine für deinen Tag. Ja, und wenn du es genauer magst, erst dann danach zum Schluss. Zum Beispiel, erst koche ich, dann esse ich, danach spüle ich, zum Schluss entspanne ich, so baust du einen klaren Ablauf. Kurzer Tipp zu Zahlen, damit es sauber klingt. Sag die Uhrzeit deutlich, zum Beispiel 7 Uhr, 7:30, 19:30 Uhr. Das hilft allen, dich zu verstehen. Und wenn du mal nicht sicher bist, frag nach, wie spät ist es jetzt, oder wann treffen wir uns genau, so vermeidest du Stress. Übrigens, viele sagen, ich bin ins Bett gegangen und dann habe ich eingeschlafen. Kleiner Fehler. Richtig, dann bin ich eingeschlafen. Einschlafen ist mit sein und gut ist. Stimmt. Und wenn du sehr müde bist, sag, ich bin total fertig oder neutraler, ich bin ziemlich müde, das passt abends super. Noch ein Satz, den ich liebe, ich nehme mir Zeit. Zum Beispiel, am Wochenende nehme ich mir Zeit für Frühstück. Das zeigt Ruhe, klingt freundlich. Okay, Mini-Check zum Mitmachen. Kannst du laut sagen, wie dein Morgen ist? Zum Beispiel, ich stehe um 7 auf, dann dusche ich, danach frühstücke ich, 3 Sätze, und du bist startklar. Und für den Abend, ich mache um 17 Uhr Feierabend, ich koche und ich gehe gegen 22 Uhr schlafen. Das ist ein kompletter Ablauf, super simpel. Wenn du Kinder hast oder Haustiere, sag einfach, ich bringe die Kinder in die Schule, oder ich gehe mit dem Hund spazieren. Beides sind sehr häufige Alltagssätze. Zum Essen noch ein Standard. Was gibt's heute? Oder was kochst du heute Abend? Antworten kannst du mit es gibt Pasta oder ich mache eine Suppe. Sehr direkt, sehr alltagstauglich. Und beim Abschied am Abend passt, schlaf gut, oder gute Nacht, morgens, schönen Tag noch, das sind kleine, aber warme Phrasen. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch. Welche 3 Verben beschreiben euren Tag am besten? Zum Beispiel aufstehen, arbeiten, kochen oder studieren, joggen, chillen. Schreibt's uns gern in die Kommentare. Und denkt dran, teilt ruhig auch eine kleine Panne, so wie das Schnitzelfest. Aus solchen Momenten lernt man echt schnell und lacht noch dabei. Wie versprochen, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably. Link in der Beschreibung. Das ist wirklich praktisch zum Nachlesen und Üben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, viel Spaß beim Üben und bis bald. Bleibt dran und macht jeden Tag ein bisschen Deutsch, das summiert sich, ganz ehrlich.